Alle, die mich kennen, wissen, ich mag Musik und ich mag Hitstar. Wird dieses Teil hier Hitstar ablösen? Das sage ich euch jetzt. Jetzt geht's los mit Brettspiel-Teddy. Hallo liebe Brettspiel-Telefone und schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute drehen wir die Boxen voll auf, denn wir haben hier ein wirkliches Multitalent, was Musik betrifft, auf dem Tisch. Ich zeige euch heute die Regeln zu Play the Music Party Game. Ein Musikspiel für 2 bis 10 Personen ab 16 Jahre, dauert 20 Minuten. Für alle, die Hitstar mögen, die werden hier auf jeden Fall auch ihren Spaß haben. Das Geniale an dieser Schachtel hier, ihr bekommt nicht nur ein Spiel, sondern gleich 4 verschiedene Spielvarianten in dieser Box. Egal, ob ihr gerne in Teams gegeneinander antretet oder lieber jeder gegen jeden spielt oder auch kooperativ. Hier ist für jeden etwas dabei. Holt euch ein kühles Getränk, ich zeige euch jetzt die 4 Spielmodi und erkläre euch, wie die einzelnen Modi funktionieren. Egal welchen Modus ihr spielt, das Grundgerüst ist hier immer gleich. Dann schauen wir uns zunächst mal das Material an. Wir haben hier eine Scan-to-Play-Karte, die brauchen wir am Anfang einmal. Dann eine welches Jahr war es Karte. Wir haben hier 19 Länderkarten plus eine variable Landeskarte und 88 Jahreskarten. Dann gibt es noch insgesamt 19 Punkte-Chips und 5 Musikchips. Die Jahreskarten schauen so aus. Ja, ihr habt hier eine Jahreszahl und auf der Rückseite ein QR-Code. Das Besondere hier dran ist, hinter einer Jahreskarte sind mehrere Songs, ja. Das heißt, scannt ihr 2026, dann kommen immer wieder unterschiedliche Songs aus dem Jahre 2026. Im Vergleich zu Hitstar, wo ihr für jeden Song eine einzelne Karte hattet, habt ihr hier halt wesentlich mehr Songs in einer Packung mit weniger Karten. Laut Kosmos sollen das über 4000 Songs sein. Die Schachtel selber hat auch noch was Besonderes. Ihr könnt euer Smartphone hier reinstellen und das sozusagen als Box nutzen, indem ihr hier den Rand noch umklappt. Zum Spielen braucht ihr dringend ein Smartphone. Ladet euch am besten die Play-App herunter, allerdings gibt es die momentan nur für iOS. Für Android ist sie aber schon im Kommen, sie soll schon im Shop hochgeladen sein und wird jetzt demnächst veröffentlicht. Als erstes scannt ihr die Scan-to-Play-Karte. Dann kommt ihr hier auf die Startseite, könnt euch die Spielregeln angucken, Einstellungen vornehmen oder aber zum Starten eine Kategorie auswählen. Hier seht ihr die verschiedensten Kategorien, die wir haben. Ihr könnt ja auch noch einen Kategorie-Mix machen. Oder zum Beispiel alles auf Schwedisch, Belgisch und Niederländisch und so weiter. Da müsst ihr euch noch einen Streaming-Dienst auswählen. Das Ganze funktioniert über YouTube Music, Spotify und Apple Music. Premium-Abo ist vom Vorteil, aber für das Spiel überhaupt keine Pflicht. Eine wichtige Grundregel fürs ganze Spiel: Wenn das Spiel nach einem Erscheinungsjahr fragt, ist immer das Jahr gefragt, an dem der Song das allererste Mal weltweit veröffentlicht wurde. Entweder als Song auf einem Album oder als Single. Und wie gesagt, haben wir insgesamt 4 Modi, die wir spielen können. Wir haben einmal Walk the Timeline, Sooner or Later, Better Together oder Whole Lotte Points. Und diese 4 Varianten stelle ich euch jetzt nacheinander vor. Wir starten mit Sooner or Later. Denn das ist der einfachste Modus. Ihr braucht dafür nur die Jahreskarten und die Punktechips. Diese Variante könnt ihr mit 2 bis 6 Personen spielen in 2 Teams. Und wie gesagt, ihr braucht dafür die Jahreskarten und die Punktechips. Die Jahreskarten werden gemischt in einem verdeckten Stapel und eine Jahreskarte wird dann offen in der Mitte auf den Tisch gelegt. Team A beginnt dann mit dem Scannen des Codes. Ja, hier muss man immer noch so einen Zwischenschritt einfügen. Mit der App kommt man, glaube ich, sofort auf die Seite. Dann läuft ein Countdown. So, toller Song, aber ich stoppe mal jetzt. Team B nimmt sich dann die Karte und ordnet sie ein, ob es vor 1986 war oder nach 1986. Ich würde es jetzt mal hier hinlegen und Team A überlegt nun, stimmt das, was Team B gesagt hat? Oder war das Erscheinungsjahr vielleicht früher oder sogar noch später? Jetzt bei einer Karte kann natürlich nicht viel sein, aber wir haben ja hinterher wesentlich mehr Karten liegen. Hat Team A sich entschieden, dann wird die Karte umgedreht und dann wird geschaut, oh, stimmt das so? Hat Team B richtig geraten, dann bekommt Team B ein Punktechip. Hätte Team B das jetzt so gemacht und die Karte wäre falsch, dann hätte Team A den Punktechip bekommen. Das Team, welches den Punktechip in der Runde gewonnen hat, beginnt dann mit dem Raten in der nächsten Runde. Das Spiel endet, wenn jemand 10 Punktechips gewonnen hat. Und das war auch schon die Sooner or Later Variante. Ihr seht, gar nicht so schwer. Und dann schauen wir uns als nächstes die Walk the Timeline Variante an. Dieser Modus ist eher für die Taktiker und hier spielen wir mit den Jahres- und den Länderkarten. Mischt alle Karten. Das Startteam erhält 8 Karten, die restlichen Teams erhalten jeweils 7 Karten. Haltet dabei die Jahreszahlen vor den anderen Teams geheim. Die restlichen Karten legt ihr mit dem QR-Code nach oben in die Mitte als Nachziehstapel.
Wenn ihr mit mehr als 4 Teams spielt, wird empfohlen, dass das Startteam 6 Karten bekommt und alle anderen 5. Warum? Ziel des Spiels ist es nämlich, dass ihr alle eure Karten loswerdet. Derjenige, der zuerst alle Karten abgegeben hat, gewinnt diesen Durchgang. Legt eine Karte wieder mit der Jahreszahl nach oben in die Tischmitte. Das Startteam wählt wieder eine Karte aus seiner Hand und scannt den QR-Code. Wurde eine Jahreskarte gescannt, dann versucht Team B nun das Erscheinungsjahr zu erraten. Team B platziert dann die Karte dementsprechend in den Zeitstrahl. Liegt die Karte richtig, dann bleibt die Karte dort liegen und Team B ist an der Reihe mit Scan. Hat Team B die Karte falsch hingelegt, dann muss Team B eine Karte von den Nachziehstapel auf die Hand ziehen. Die falsch geratene Karte kommt dann auf den Ablagestapel. Wird so eine Länderkarte gescannt, dann versucht Team B, das Herkunftsland des Stars oder der Band zu erraten. Ist die Antwort richtig, dann kommt die Karte auf den Ablagestapel und es wird keine neue nachgezogen. Ist die Antwort falsch, kommt die Karte auch auf den Ablagestapel, aber Team B muss eine neue Karte nachziehen. Das ist natürlich nicht gut, weil man seine Karten ja loswerden will. Anschließend wäre wie gesagt dann das nächste Team dran, ja, legt eine Karte hin, scannt, das eine Team muss dann raten wieder, richtig, falsch, Karte nehmen. Das Spiel endet, wenn einer seine ganzen Karten weg hat. Habt ihr keine Lust auf Streit, dann spielt den Better Together Modus. Dieser ist nämlich kooperativ. Dafür benötigt ihr alle Jahreskarten und die Welches Jahr war es Karte. Das Ganze funktioniert so. Für diesen Modus bereitet ihr 10 kleine Kartenstapel vor. Mit einer aufsteigenden Anzahl an Karten im Stapel. Der erste hat 2, der zweite 3, 4, 5 und so weiter, bis der letzte Kartenstapel 10 Karten hat. Aus den restlichen Karten bildet ihr den Nachziehstapel, natürlich mit dem QR-Code, nach oben. Ihr startet mit dem kleinsten Stapel mit 2 Karten, ihr scannt wieder den QR-Code, hört euch den Song an und müsst dann entscheiden, aus welchem Jahr ist der. Vorher nehmt ihr aber die beiden Karten, bei 2 ist nicht so schwierig, und mischt die, dann dreht ihr die Karten um. Jetzt seht ihr, wir haben 2012 und 1996. Und ihr müsst jetzt raten, welche Karte ihr gescannt habt. Das heißt, aus welchem Jahr ist der Song, den ihr gerade gehört habt. Ist es richtig, dann dürft ihr mit dem Dreierpacken weitermachen. Ist es falsch, dann kommen die beiden Karten raus, die ihr gezogen habt. Und ihr zieht 2 neue vom Nachziehstapel. Macht ihr den Fehler zum Beispiel in der vorletzten Runde, dann zieht ihr 9 vom Nachziehstapel. Sollte der Nachziehstapel leer sein, bevor ihr das 10. Päckchen hier gespielt habt und erfüllt habt, dann habt ihr das Spiel verloren. Schafft ihr es, alle 10 Aufgaben zu erfüllen, und das wird ja immer schwieriger, ja, hinterher müsst ihr aus 10 Karten auswählen, und im Nachziehstapel sind noch Karten drin, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Dann sind wir auch schon beim letzten Modus, Whole Lot of Points. Ist von Whole Lot of Love, aber hier ist es Whole Lot of Points. Oh, aufpassen, kippt um. Und hier ist der Name Programm. Es geht nämlich alles gleichzeitig ab. Also es wird stressig. Ihr braucht hier die Musikchips und die digitale Punktetabelle. Ihr mischt die Karten. Nehmt davon 20 Karten, die legt ihr extra, der Rest kommt zurück in die Schachtel. Anschließend legt ihr 2 der Jahreszahlkarten mit der Zahl nach oben in die Mitte. Hier 96 und 2012. Jedes Team sucht sich dann ein Musikchip aus und merkt sich das Symbol da drauf. Es spielen alle gleichzeitig, scannt die oberste Karte des 20er Stapels und hört euch den Song an. Es wurde eine Jahreszeitkarte gescannt, alle Teams platzieren dann ihren Musikchip an der Position, wo sie meinen, dass der Song da erschienen ist. Haben alle ihre Chips gelegt, dann wird die Karte umgedreht, um zu schauen, was die richtige Lösung ist. Es wäre hier, in dem Moment hätte keiner gewonnen. Wäre es so gewesen, dass hier zum Beispiel die Dreiernote hier richtig getippt hätte, dann hätte derjenige oder das Team einen Punkt bekommen. Also alle, die richtig tippen, bekommen dann einen Punkt. Wird eine Länderkarte gescannt, dann geht es um Schnelligkeit. Der Erste, der sein Musikchip in die Mitte schmeißt, darf das Land raten, aus dem der Künstler kommt, von dem der Song ist. Ist es richtig? Glückwunsch, dann gibt es einen Punkt. Hat man falsch geraten, dann muss man sogar einen Punkt abgeben. Aber keine Sorge, ihr kommt nie unter 0 Punkte. Das Spiel endet, wenn ihr die 20 Karten hier durchgescannt habt, und dann wird abgerechnet, wer hat die meisten Punkte des Teams, und dieses Team hat gewonnen. Und das waren die 4 Spielmodi vom Play the Music Party Game. Ihr seht, ihr habt ja eigentlich 4 verschiedene Spiele in einer Box. Natürlich habt ihr ja Überschneidung mit Hits da, ja. Ihr müsst auch hier die Karten vielleicht einordnen, an welcher Position kommt die, aber mit noch einem ganz anderen Kniff, und so spielt es sich schon anders. Was mir sehr gut gefällt, ist halt tatsächlich hier die Karte, dass da verschiedene Songs drunter sind, ja. So kann man wirklich hier
Platz sparen. Stellt euch mal vor, ihr hättet hier 4000 Karten in einer Box, wie groß die dann sein müsste. Mir gefällt Play wirklich gut und ob es jetzt Hits da ablösen wird, das wird sich zeigen. Dann hoffe ich konnte euch mit diesem Regelvideo weiterhelfen, ihr könnt direkt losspielen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, seid ihr Team Hitstar oder Team Play oder beides? Habt ihr es überhaupt schon gespielt? Wie gefällt euch das Ganze? Dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.